Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Hamburg Talks. Mein Name ist Marilena Behrens und ich begrüße heute ganz herzlich Heidrun Twesten bei mir. Herzlich willkommen. Danke, schön hier zu sein. Heidrun ist nicht nur Unternehmerin, sondern sie ist auch Mentorin und Business Angel, berät Unternehmen und Startups. Und das ist nicht alles, sondern sie ist auch die Mitgründerin des Startup-Gründerinnen-Podcasts Equalizer. Und seit diesem Jahr hat sie auch ihr erstes eigenes Buch herausgegeben, nämlich das sogenannte Gründerinnen-Handbuch. Und wir werden sicherlich nicht über alles heute sprechen können, was du so machst, aber wir werden vor allem auch darüber sprechen, warum es eigentlich so wenig Frauen gibt, die Unternehmen gründen, Startups gründen. Ich habe gelesen, dass es mittlerweile immerhin 20% sind, aber so richtig viel ist das ja immer noch nicht. Was denkst du, woran liegt das? Also es gibt eine große Gap zwischen Gründerinnen insgesamt. Also von allen Gründungen in Deutschland werden 40% der Unternehmen von Frauen gegründet. Das sind dann eben sozusagen normale Unternehmen. Also von kleine Beratungsgesellschaften, Friseure, Steuerberater und eben auch Startups. Und Startups ist eine bestimmte Gruppe von Unternehmen, die einen sehr großen Markt bedienen, schnell wachsen sind, innovative Technologie haben und vor allem skalierbares Geschäftsmodell. Und in dem Bereich sind Frauen total unterrepräsentiert. Dafür gibt es verschiedene Gründe, die eben zum großen Teil, glaube ich, in Deutschland auch historisch bedingt sind. Ja, also seit dem Zweiten Weltkrieg ist ja in Deutschland auch nochmal ganz verstärkt worden, dass die Frauen irgendwie zu Hause bleiben, Küche, Kinder und so weiter machen. Und das hat sich verändert und weiterentwickelt, aber eben nicht so stark, dass man tatsächlich als Frau beruflich die gleichen Chancen hat. Und ein ganz, ganz wesentlicher Hinderungsfaktor für Frauen ist, dass sie vom weltweit vergebenen Venture Capital, also das Geld, was man braucht, um sein Unternehmen schnell wachsen zu lassen, 1% bekommen. Also 1% des weltweit vergebenen Venture Capitals geht an rein weibliche Gründungsteams, weitere 9% an gemischte Teams und 90% von diesem fetten Kuchen geht an reine Männerteams. Und wenn man natürlich als Gründerin, als Startup-Gründerin weiß, dass man unheimlich Schwierigkeiten haben wird, Geld zu akquirieren, was man dringend braucht, ist es vielleicht ein Grund, dass viele sich dafür entscheiden, eher was Kleineres zu gründen. Eine Möglichkeit. Und das möchtest du, wenn ich dich richtig verstehe, ändern, dass es mehr Frauen gibt, die A gründen und B, die auch finanziert werden mit ihren Ideen, die sie haben, weil es gibt viele gute Ideen von Frauen. Aber erstmal, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also, dass du dich dafür engagierst. Was war dein Weg? Ich hatte das Glück, dass ich in England ein MBA gemacht habe. Schon ziemlich lange her, ich sage jetzt mal nicht so genau wie lange. Und das war, bevor in Deutschland das Thema Kapitalmarkt und Börsenkultur und Aktienkultur überhaupt so richtig gestartet ist. Wenn man jetzt sagen kann, dass wir es inzwischen so richtig haben, ist auch so ein bisschen anzuzweifeln. Aber es gab damals in Deutschland wirklich nur diese ganz großen DAX-Konzerne, also und auch natürlich unterhalb des DAX, aber eben große Konzerne, die schon lange an der Börse sind. Und es gab ganz wenig Unternehmen, die neu an die Börse gehen. Und die meisten Deutschen konnten damit auch nichts anfangen. In England war das ganz anders und ich bin dann zurückgekommen und habe gleich in so einer kleinen Investor Relations Agentur angefangen. Und kurz danach gab es in Deutschland ein neues Börsensegment namens Neuer Markt. Und es gab plötzlich ganz viele Börsengänge von Startups. Damals war auch Hamburg noch die Startup-Hochburg in Deutschland. Es gab hier viele Venture-Capital-Gesellschaften und Firmen. Und ich habe dann sehr viele von diesen ersten Börsengängen begleitet mit Story-Entwicklung und Beratung der Vorstände. Und genau, und ist einfach total mein Ding, weil so viele Dinge zusammenkommen, die ich gerne mag, nämlich andere Menschen dabei unterstützen, ihre Träume zu verwirklichen, schreiben, Stories entwickeln, Geschichten erzählen, Design. Das sind alles Sachen, die mich sehr interessieren, Zahlen auch. Und das passte da alles ganz gut zusammen. Und und das Thema hat mich seitdem begleitet, oder in dem Thema bin ich seitdem unterwegs. Das heißt, ich habe mich sehr früh schon in Deutschland mit Startups beschäftigt und fand es einfach immer eine total bereichernde Branche. Aber ich habe eben wesentliche Teile meines Berufslebens immer mit 98% Männern am Tisch gesessen, was ich auch total gerne mag, weil ich arbeite super gerne mit Männern zusammen und bin auch sonst gerne mit Männern zusammen. Aber es ist natürlich trotzdem als Frau immer wieder so dieses kleine warum bin ich hier eigentlich die Einzige am Tisch? Und je höher man dann kommt, ich war dann auch relativ früh schon Vorstand von einer Firma mit 60 Mitarbeitern. Ich kannte keine andere Frau in der gleichen Rolle und fand das eben echt schade
Und irgendwann war ich dann so alt, dass ich dachte, okay, jetzt möchte ich eigentlich aktiv was verändern. Politik ist nicht so richtig das Ding für mich. Und dann habe ich eben mit einer Kollegin zusammen überlegt, was wir machen können. Und daraus ist unter anderem der Equalizer Gründerin-Podcast entstanden. Und den habt ihr auch gestartet, weil ihr mehr Gründerinnen und Gründer, oder Gründerinnen eher gesagt, ein Gehör verschaffen wolltet oder mehr Raum geben wolltet? Also eigentlich war das erste Projekt das Gründerinnenhandbuch, das wir entschieden haben zu schreiben, weil wir eben, also dieses ist ja alles so, also gerade das Thema Startup ist so mythenumweht. Ja, also alle denken, oh Gott, das ist unheimlich schwierig, weil alle denken an Elon Musk und Mark Zuckerberg und so weiter. Oder um deutsche Gründerinnen zu nennen, Verena Pauster und Lea Sophie Kramer oder Hannah Asmussen oder wer auch immer da schon ziemlich weit ist. Und alle denken, oh Gott, das sind so tolle Menschen, die sind so super schlau, die haben an so tollen Unis studiert, das schaffe ich selber gar nicht. Und dieses Mythos wollten wir ein bisschen entzaubern und so ganz anfassbar machen, deswegen auch Handbuch. Und eben 2 Dinge erreichen, einmal mehr Frauen zu motivieren, zu gründen, also auch Startups zu gründen und in das Risiko zu gehen, um einfach auch zu sagen, es ist wirklich keine Rocket Science, es ist wirklich ein Schritt nach dem anderen machen und die Türen gehen auf, die Dinge entwickeln sich. Und auf der anderen Seite aber auch ganz wichtig, mehr Frauen zu motivieren, in Startups zu investieren. Weil das Problem ist, dass natürlich das Investieren in Startups ein sehr risikoreiches Geschäft ist. Und da versucht man als Investor, das Risiko möglichst zu minimieren. Und natürlich fühlt es sich risikoärmer an, in jemanden zu investieren, der einem selbst ähnlich ist. Und deswegen investieren eben alte weiße Männer lieber in junge weiße Männer. Und wir haben gedacht, okay, wir versuchen mal, die alten weißen Frauen zu motivieren, in junge weiße Frauen zu investieren. Und klappt das bisher? Das war jedenfalls mal die Motivation fürs Buch. Und dann haben wir dafür viele Menschen befragt, also Gründerinnen und InvestorInnen, da auch Männer, weil es so wenig Investoren gibt, noch viel weniger als Gründerinnen. Und haben gedacht, das wäre jetzt ein bisschen schade, wenn wir diese Interviews nur im Buch irgendwie so zusammengefasst verarbeiten. Und daraus ist dann die Idee entstanden, einen Podcast zu machen. Und der kam so gut an, dass wir einfach entschieden haben, ihn immer weiterzumachen. Weil es so viel positives Feedback gab und wir auch tolle Firmen haben, die das sponsoren und also die technische Umsetzung sponsern, das ganze Thema des Podcast-Machens. Du kennst es selber, das ist bei uns pro bono, aber ist eben so unser gesellschaftspolitisches Engagement. Und irgendwie auch eine Herzenssache, zumindest geht das auch mir so. Ja, absolut. Ein weiteres Projekt, wenn wir von Herzenssachen schon sprechen, vielleicht ist es das nämlich auch, das wäre meine Frage, ist, davon bist du auch Teil. Das ist das sogenannte die sogenannte Female Start Aperitivo Academy. Das klingt spannend. Ich kann mir noch nicht so viel drunter vorstellen, aber vielleicht kannst du mir mehr dazu erzählen. Ja, also eigentlich ist der Start Aperitivo ein Format, was das Hamburg Investors Network sich ausgedacht und ins Leben gerufen hat. Vor allem auch mit Christoph Steckern, der Director von dem Netzwerk. Und und er kam irgendwann auf mich zu oder wir waren so im Gespräch und dann hat er mir erzählt, dass sie das Thema jetzt auch für Female Founders machen wollen, also wirklich einen eigenen Event nur mit Female Founders, die auf der Bühne pitchen und im Publikum im überwiegend auch Female Menschen, also Frauen, die sich diese Pitches angucken. Und auf dem ersten, der in Hamburg stattgefunden hat, haben wir den Equalizer gelauncht. Das war einfach ein tolles Zusammentreffen und war für beide Seiten klasse. Und dann haben wir, also ich habe schon ihn aber unterstützt, diesen ersten Female Start Aperitivo zu kuratieren, mit meinen Kontakten und auch mit Ideen und so. Und dann haben wir weiter zusammengearbeitet und haben letztes Jahr schon auch gemeinsam noch mit Kirsten Mikkelsen von der Universität Flensburg, die macht da einen Lehrstuhl für Entrepreneurship, gesagt, wir müssen mehr tun noch, weil es eben für Female Founders mehr Support braucht inhaltlich, also dass sie einfach bestimmte Themen sich hart erarbeiten müssen, denen könnte man vielleicht Workshops anbieten und eben auch das Thema Female Business Angels, also Frauen, die früh in Startups investieren, das ist eben auch eine relativ komplexe Materie und haben gedacht, okay, wenn wir das fördern wollen, dann ist es sinnvoll, für die beiden eben sozusagen Ausbildung anzubieten,
Ja, und irgendwann letztes Jahr kam Christoph dann und sagte, hey, wir haben Budget, weil das eben im Moment auch ein politischer Schwerpunkt ist, Female Founders oder überhaupt die weibliche Seite des Startup-Ökosystems zu fördern. Und dann gab es ein Budget und wir haben, also es war natürlich zu klein für das, was wir eigentlich vorhatten, aber wir haben gesagt, okay, wir versuchen trotzdem was Tolles auf die Beine zu stellen. Und haben das auch gemacht. Und es war wirklich mega klasse Veranstaltungsreihe, die ganz tolles Feedback bekommen hat. Oder das war digital? analog, genau. Nee, das ist wirklich eine Academy gewesen. Wir hatten 5 Tage, an denen nachmittags immer Workshops für Start-up-Gründerinnen stattgefunden haben und abends Masterclasses für Frauen, die sich überlegen, Business Angel zu werden oder sich das vorstellen können oder sich dafür interessieren. Und letzten Mittwoch gab es ein großes Abschlussevent. Und die Workshops und Masterclasses haben wir im Impact Hub gemacht in Hamburg und das Abschlussevent war jetzt letzte Woche im Bieterhaus. Und wird es eine Wiederholung geben, wenn das jetzt jemand oder wenn das Gründerin oder zukünftige Gründerinnen vielleicht hier sehen und sich denken, oh, das wäre genau das Richtige für mich, weil A, brauche ich dringend ein Netzwerk und B, ich weiß noch gar nicht, wie das alles so richtig funktioniert? Ja, also so wie man hört, gibt es oder auch schon lesen konnte in Hamburger Medien, gibt es ein Budget auch für das nächste Jahr auf jeden Fall, um das weiterzuführen. Wie genau und so weiter, das wird noch zu definieren sein. Da sind wir auch in Gesprächen mit den relevanten Menschen dazu. Und das andere Format, also nicht die Academy, sondern der Female Start Aperitivo, der hat letztes Jahr nur in Hamburg stattgefunden, dieses Jahr schon an 4 Standorten bundesweit. Und nächstes Jahr wird er an 8 Standorten bundesweit stattfinden. So ein bisschen innerer Reichsparteitag ist auch in Berlin, weil auf einen von unseren LinkedIn-Posts zum Beispiel zur Academy irgendjemand kommentiert hat, könnt ihr sowas auch mal in Berlin anbieten? Und wir so, ja. Ja, wenn wir schon beim Thema Standort sind, du hast vorhin schon gesagt, früher war Hamburg noch mehr Start-up-Metropole. Ihr erweitert euer Angebot jetzt auch auf weitere Standorte, aber eigentlich ist der Ursprung in Hamburg. Was ist denn eigentlich oder worin liegen für dich trotzdem die Vorteile davon, in Hamburg zu sein? Was spricht sozusagen vielleicht auch für Hamburg als Start-up-Stadt? Es spricht ja ganz viel für Hamburg. Als Hamburgerin kann ich ja gar nichts anderes sagen. Also es ist die schönste Stadt der Welt, ganz eindeutig. Vor allem, wenn das Wetter so klasse ist wie jetzt, so richtig kalt mit blauem Himmel. Ja, also das, was für Hamburg spricht, ist, dass wir eben ein relativ überschaubares Ökosystem haben. Was dazu führt, dass eben wirklich auch viele Leute sich kennen, dass du einfacher netzwerken kannst. Das ist halt zwar kleiner, aber dadurch ein bisschen verbindlicher, was ja auch so die hamburgische Natur so ein bisschen ist. Und eigentlich auch der Vorteil, dass es hier natürlich viel altes Geld gibt, was theoretisch für Startups natürlich toll wäre. Woran wir im Moment noch arbeiten müssen, ist, dass das auch zusammenkommt. Also da gibt es im Moment noch eine Lücke, habe ich so das Gefühl, zwischen dem alten Geld und den jungen Startups. Also da gibt es inzwischen aber auch viele Initiativen, die sich darum kümmern, weil es für beide Seiten vorteilhaft ist, wenn die sich mehr miteinander vernetzen und auch mehr Dinge gemeinsam tun. Und was in Hamburg noch, finde ich, sehr toll ist, sind die Förderprogramme der IFB, der Investitions- und Förderbank in Hamburg, weil die eben für Startups auch in ganz frühen Phasen schon tolle Angebote machen. Ja, apropos vernetzen, ich freue mich sehr, dass wir uns heute vernetzt haben. Und vielen Dank für die Einblicke, Heidrun, in deine Arbeit. Ich werde das mit Sicherheit weiter verfolgen. Ja, und euch natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, vielleicht auch an Heidrun, an ihre Arbeit, dann schreibt uns sehr, sehr gerne das als Kommentare unter das Video. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal bei den Future Hamburg Talks.